Awakening Sound and Healing Summit. Mein Name ist Clara Fink und ich freue mich jetzt schon sehr, denn ich habe Elia Lohmann im Interview zu Gast. Dankeschön, Clara. Ich freue mich auch schon heute, was wir so besprechen werden, wo es hingeht, die Reise. War ja sehr spannend zusammenzufinden. Ja, das stimmt. Letzten Endes ist Klang Frequenz, Schwingung. Und alles klingt, alles schwingt. Und nur bringt der Mensch Klang in Verbindung mit ich höre etwas. Es ist etwas, was bei mir ankommt, was mein Gehirn als ein Klang oder daraus folglich eine Musik, einen Ton übersetzt. Aber in der Regel ist das alles schwingt und wir können Frequenz, Klang fühlen. Manchmal, bevor wir ihn überhaupt hören. Unser Energiefeld nimmt Klang auf. Und alles ist mit einem Ton, nur nicht immer für uns hörbar. Und man kann sagen, dass wir ein Spektrum haben, das wir hören und als Klang und Ton übersetzen, vielleicht als Komposition, also Musik übersetzen. Und dann gibt es Klang, der uns umgibt, mit dem wir oder über den wir unsere Realität übersetzen. Sprich Klang, der eine materielle Erfahrung formt. Der Kosmos selbst ist riesig, alles, alles, alles. Aber reduzieren wir das mal auf das Minimum, um irgendwie ein Verständnis zu formen. Stellt euch vor, alles ist ein riesiges Stockwerk mit verschiedenen Häusern. Und ich bewege mich mit meinem Bewusstsein, mit meinem spezifischen Bewusstsein durch dieses Stockwerk. Und während ich zum Beispiel im zweiten oder im dritten Stockwerk bin, kann ich nur dieses Stockwerk sehen, diesen einen Raum, in den nächsten Raum gehen und kann mir das merken und kann nach oben gehen und habe dann, wenn ich vom zweiten in den dritten Stock gehe oder vom dritten in den vierten Stock, die Erinnerung davon, wie die anderen Stockwerke sind. Aber weil ich sie erfahren habe, aber ich kann nicht mehr in den anderen Stockwerken sein. Und so kann ich auch noch ein weiteres Stockwerk nach oben gehen und mehr dazu addieren. Aber die Stockwerke, die über mir sind noch Teil dessen, was ich erfahren möchte, mit dem spezifischen Bewusstsein, dass ich navigiere durch die Räume, durch das Haus sozusagen. Das heißt aber nicht, dass die unteren Stockwerke oder die oberen Stockwerke nicht existieren. Sie sind Existenz, aber nicht für dieses spezifische Bewusstsein, was durch die entsprechenden Räume erstmal navigieren muss. Man kann also sagen, alles existiert bereits jetzt schon, aber nichts existiert oder nur wenig existiert für uns in diesem Moment, wenn wir hier sind. Mehr beginnt zu existieren, je mehr wir erfahren. Und das ist der Grund für Inkarnationen, weshalb eine Seele überhaupt entscheidet, in gewisse Räume zu gehen, in gewisse Stockwerke zu gehen, sprich Dimensionen und Dichten. Und in diesen Dimensionen und Dichten sich zu erfahren, um es zu fühlen, was habe ich da eigentlich in mir für einen Klang, was habe ich eigentlich in mir für eine Komposition, mit der ich mich erschaffe. Oder sprich auch alles zu erkunden, was jemals existiert hat und existieren könnte an Potenzialen. Und wir müssen die Linearität rausnehmen. Das Ego lernt nur Linearität, deswegen sage ich, es ist viel zu wenig eigentlich dieses Beispiel, aber für den manchen Verstand schon fast zu viel, sich vorzustellen mit dem Stockwerk und den Häusern. Und dann nehmen wir die Stockwerke raus, dann, also sprich die Linearität raus, dann nehmen wir die Existenzräume raus und schauen uns an, dass alles existiert. Die physischen extraterrestrischen Kontakte, die ich hatte, also wirklich physisch, linear physisch, sind bis zu diesem Zeitpunkt eher wenig möglich, nur für ganz, ich sag mal, ausgewählte Seelen, aber nicht ausgewählt in Form von, ich bin was Besonderes, sondern weil es im Seelenplan steht und als Hybrid oder Starseed steht es auf dem Seelenplan in der Regel, wenn es vereinbart war, früher oder später in den physischen Kontakt mit Extraterrestrischen zu treten. Und das war bei mir der Fall. Aber es hat mir buchstäblich in einer gewissen Art und Weise das Leben gekostet, weil diese eine Version, die den Kontakt hatte mit den Extraterrestrischen, hatte ihn nur, weil das Leben zu Ende war. Sprich, der Zyklus war abgeschlossen auf dieser Erde, als diese spezifische Seele, die inkarniert war in diesem Hybridkörper. Und es hat die Extraktion stattgefunden. Das heißt, in der Regel finden keine Kontakte statt nach dem Motto, hi, ich bin ein ET und bitte, du bist das und ich gehe dann wieder. Sondern die Kontakte finden dann wirklich statt, weil es der letzte Tag auf der Erde eigentlich ist und dann die Inkarnation abgeschlossen ist. Aber ich bin wieder zurückgekommen, weil sich die Zeit und das Paradigma geändert hat in dieser Zeit, wo ich weg war. Und weil Gott sei Dank jemand sehr Intelligentes dort oben den Frequenztag, also sprich die Frequenz, die spezifische Frequenz von dem Tag meiner Extraktion war noch in den Bordcomputern gespeichert. Das heißt,
Man braucht diese spezifische, einzigartige Frequenz von Ort und Zeit der Extraktion, um wieder zurückzukommen an diesen Punkt, um wieder abgegeben zu werden sozusagen. Ansonsten hätte das auch nicht stattgefunden, selbst wenn das Paradigma offen gewesen wäre. Hat aber letzten Endes dafür gesorgt, weil die Inkarnation beendet war und es nicht geplant war, direkt zurückzukommen. Ich bin aber zurückgekommen, hat dann ein paar Monate danach mein Körper einen Nahtod kreiert. Heißt, der Seelenanteil ist raus, während ein anderer Seelenanteil dann in diesem Körper ist und die Inkarnation fortführt, aber im Grunde die alte Inkarnation beendet ist.